Ja, servus und hallo. Heute nehmen wir dich mit auf unsere erste längere gemeinsame Gravel-Tour mit dem Trek 920s. Außerdem gibt es Infos zu den Updates und einen Vergleich der Übersetzungen beim Uphill. Wir fahren heute knapp über 70 Kilometer und 700 Höhenmeter von Aying im Münchener Süden, an der Mangfall entlang, über Miesbach und Hausham bis kurz vor den Schliersee. Dann über den Tegernseer Höhenweg zum Tegernsee und über Warngau zurück nach München. Dabei haben wir zugesehen, dass wir die beiden Seen irgendwie gar nicht sehen. Aber seht selbst. Beide Räder haben schon den Ritchey Venturemax Lenker und einen 70er Vorbau. Ich habe mir jetzt endlich die Sunrace-Kassette mit der größeren Übersetzung 1142 eingebaut. Eine, so wie ich finde, perfekt sitzende Rahmentasche von den Restrap montiert. Die Reifen und die Scheibenbremsen, die habe ich ja auch gleich am Anfang mit dem Lenker umgebaut. Jetzt gefällt mir das Rad schon mal super und vor allem die Übersetzung macht das Fahrrad zu einem komplett anderen Rad und für mich auch in den Bergen erst richtig nutzbar. Jetzt fehlen nur noch für die längere Reise ein paar Bikepacking-Taschen. Die Räder sind mit einer 2x10 SRAM GX Schaltung ausgestattet. Ich glaube, hier am Berg kann man den Unterschied ganz gut sehen. Julia fährt noch die Originalübersetzung, die Originalkassette mit 1136, also 36 Zähne im leichtesten Gang. Meine neue Sunrace-Kassette gefällt mir optisch ganz gut, aber sie bietet mir vor allem eine leichtere Übersetzung im leichtesten Gang. Sie hat statt 36 42 Zähne, wobei die Endgeschwindigkeit im kleinen Ritzel bei 11 Zähnen gleich geblieben ist. Da sich diese Übersetzung jetzt auf die gleichen Gangzahl verteilen muss, ist es klar, dass die Gangsprünge etwas größer sind. Hier kommt sie super mit der Übersetzung klar. Für die längere Tour, wir wollen ja eine 4-wöchige Bikepacking-Tour machen, auch über die Alpen, da wünscht sie sich schon die gleiche Übersetzung, um da am Berg ausreichend Reserven zu haben.
Jetzt sind wir auf dem Tegernseer Höhenweg, der gleichzeitig auch eine Etappe oder ein Streckenverlauf der Königssee-Bodensee-Radroute ist. Und der Höhenweg heißt nicht nur so, der verläuft auch mehr oder weniger oben. Also müssen wir erstmal rauf und wieder runter und wieder rauf und so weiter. Und das ist so ein Berg, wo ich sehr froh war, die neue Übersetzung fahren zu dürfen. Das war schon ganz schön steil zwischendurch. Ja, zuletzt habe ich mich noch als Rucksackmensch geoutet. Heute fahre ich auch wieder mit Rucksack. Bei der letzten Tour habe ich den im Rucksack habe ich Sachen, wo ich schnell ran muss. Was zu essen natürlich, aber auch Werkzeug, Erste-Hilfe-Set. Und hinten im Seesack ist es im Moment so, dass ich da die Sachen drin habe, wo wir nicht so schnell ran müssen oder nur im Notfall ran müssen. Ersatzklamotten, eine dickere Jacke, Handschuhe und so weiter. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Are you ready for it? Better take your shot. It's gonna do the things that you wanna do, yeah. 'Cause this time is the right time, baby. You're the star and this is all about you. That is what you want. Breathe and you know you're alive. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of turning everything upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play.
be there with you no matter where you go. Die Rahmentasche hat zwei große Fächer, links und rechts, mit zwei großen Reißverschlüssen. Die rechte ist etwas größer und da sind nochmal kleine Einschubfächer, Netze, wo man Sachen einsortieren kann. Hier habe ich aktuell Akkus drin, mein Telefon und Selfie-Sticks für die Kamera. Den Schliersee hatten wir ja eben schon verpasst und hier hätten wir fast den Tegernsee gesehen. Und da ist sie wieder weg. Da hilft mir auch meine neue Übersetzung nichts. Das ist die zweite Luft. Wer hast denn das gemacht? Rakete! Cherry! Letzten Berg geschafft, hau rein. Das ist das Wochenende der Wetterphänomene. Im Norden haben wir ungewöhnlichen Wintereinbruch und hier im Süden haben wir heute Sahara-Sand in der Luft. Deshalb dieses gelbliche Schimmern da oben. Die Sonne will einfach nicht durchkommen. War eine tolle Tour, wie du siehst, wir haben auch ohne Sonne Spaß gehabt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Das wird vielleicht noch interessant, denn unsere Zelte, Schlafsäcke und Matten sind gekommen. Die werden wir sicher in den nächsten Videos irgendwann mal vorstellen und auch wie es weitergeht mit unserer Tour.